Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unmuted, eurem Videopodcast von OneO. Ich freue mich total, dass wir heute in einem ähnlichen Setting, aber heute einmal stehend hier vor der Kamera stehen und ich einen ganz besonderen Gast habe, nämlich den lieben Patrick von Hardenberg. Patrick, die Leute, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du? Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Patrick. Ich bin jetzt seit knapp 14 Jahren in der Otto Group und habe die letzten 7 Jahre quasi mich mit Automatisierung beschäftigt und habe das Thema Robotic Process Automation, also kurz RPA, vorangetrieben. Und davon erzähle ich heute etwas. Sehr gut. Dann stelle ich mich doch direkt mal ein bisschen fachfremd dar. Also RPA, ja, habe ich schon mal gehört, aber so richtig was vorstellen darunter kann ich mir jetzt noch nicht. Kannst du mir das einmal kurz erklären? Aber klar. Ist eigentlich ganz einfach. RPA ist eine Software, die genau das imitiert, was der Mensch auf den Oberflächen, auf seinem Rechner oder seinem Computer quasi selber macht. Das heißt, alles, was regelbasiert ist, kannst du der Software beibringen. Es braucht einen elektronischen Startpunkt und dann kann die Software das halt entweder nach Start abspielen oder auch gescheduled zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann werden die Sachen automatisiert ablaufen. Ja, spannend. Und wenn du dir jetzt vorstellst, also man hört es ja immer von KI geht in Teams rein, wenn jetzt RPA eine Person im Team wäre, welche Rolle würde es da übernehmen? Das ist, glaube ich, ziemlich einfach. RPA ist dieser ruhige Mitarbeiter, der im Hintergrund wie die Dinge abarbeitet und quasi dafür sorgt, dass den anderen der Rücken freigehalten wird. Ne? Also der stellt sich nicht im Mittelpunkt, sondern der ist da, der macht seine Arbeit und wenn er mal nicht da ist, dann fällt es plötzlich auf und sagt, oh, warum stauen sich die Dinge, warum wird es nicht abgearbeitet? Also ein essentieller Teammember, Ja. sozusagen für uns alle. Wenn wir jetzt mal in die Praxis reinkommen, hast du dann ein Beispiel, wo du sagst, RPA ist schon wirklich spürbar, was den Effekt angeht, bei dir im Team, bei uns im Unternehmen? Klar, natürlich. Wir machen es jetzt seit 7 Jahren und ich glaube, man muss aber erstmal unterscheiden zwischen den verschiedenen Entlastungen, die man haben kann, ne? Das eine ist ganz prominent, was im Grunde ja gerade wichtig ist, eine monetäre Entlastung. Und da können wir davon denken, dass du Lizenzen einsparst, weil du weniger User das Gleiche bearbeiten lässt, dass du vielleicht keine Mahnkosten hast, weil Rechnungen immer pünktlich abgearbeitet werden können, auch wenn mal jemand ausfällt oder Stoßzeiten sind. Und unser bestes Beispiel gerade sind Bilder herunterladen. Ne? Die Händler brauchen Bilder, um ihre Sachen auf ihren Webseiten zu verkaufen. Und das sind gerade sehr viele Prozesse, die wir schon haben, wo wir Bilder automatisiert runterladen. Und hier können wir am Beispiel Otto dabei unterstützen, dass sie die Kosten hier im siebenstelligen Bereich reduzieren können. Spannend. Wie genau funktioniert das mit dem Bilder runterladen automatisiert? Es gibt ja Artikelnummern und es gibt bestimmte Anbieter, die halt, ne, also es ist ja, und das heißt, ich kaufe mir, also wir wollen eine bestimmte Marke an Jeans verkaufen, so, und kaufen die ja wahrscheinlich irgendwo ein und die haben ja auch schon Bilder da. So, das heißt, früher wurde es halt gemacht, hast du Bild gekriegt, musste im Fotostudio neu gemacht werden mit Model, keine Ahnung, hat alles gedauert, Geld gekostet. Das Bild war aber eigentlich schon da. Also, ne, das ist halt, im Grunde kannst du es dir einfach runterladen und eventuell arbeitest du es noch auf oder nicht, aber du kannst es im Grunde auch direkt 1:1 nutzen und dadurch geht es viel schneller, du sparst Kosten und ja, eine riesen oder monetäre Entlastung. Und der zweite Teil ist natürlich die Mitarbeitenden zu entlasten. Ne? Also gerade was Work-Life-Balance angeht, ich hatte das ja eben schon erwähnt, Stoßzeiten, ne? Irgendwie, wenn Monatsabschluss ist, Jahresabschluss, Quartalsabschluss, dann teilweise sitzen die Mitarbeitenden halt länger da, weil es fertig werden muss. Und wenn du halt einen Roboter hast, der das regelmäßig macht oder da auch dann unterstützen kann, dann wird natürlich die Work-Life-Balance wesentlich besser. Und die Arbeitsplätze werden auch wesentlich interessanter, weil du genau diese langweiligen Stupidikeiten nicht mehr machen musst. Ja. Das ist eine Riesenentlastung für die Mitarbeitenden. Ja, das glaube ich. Das ist ja auch, Sorry, Fun Fact. Das hatte ich mir extra aufgeschrieben. Zurzeit geben unsere Prozesse, die wir automatisiert haben, 45.000 Stunden im Jahr
den Mitarbeitenden in der Otto Group zurück, Wahrnehmung. wo sie halt wertschöpfende Ja. Tätigkeiten machen. Ja. Ja, das ist spannend, weil wir reden ja auch viel über das Thema, wie KI das Ganze dann wirklich auch machen wird und wie KI, sagen wir jetzt mal durch Gen AI beispielsweise, auch diese monotonen Aufgaben Stück für Stück übernehmen kann, um den Mitarbeitenden Platz zu geben für die entscheidenden Herausforderungen, für die kreativen Dinge, an denen man arbeitet und wirklich, dass das Hirnschmalz wirklich in die entscheidenden Fragestellungen dann gesteckt wird. Total spannend. Und da sind ja auch unglaublich viele Trends bei diesem Thema RPA wahrscheinlich, muss ich mir noch angewöhnen, das Wort. Und vor allem auch Entwicklungen, die da aktuell passieren. Wie schätzt du das denn ein? Wie wird das vielleicht auch in den nächsten Jahren einen Impact auch auf OneO und die Otto-Gruppe haben? Hier muss man, wie man heutzutage sagt, Real Talk halten. Ne? Irgendwie RPA ist jetzt seit 7 Jahren und ich glaube, meine persönliche Meinung, natürlich mit AI wird die Bedeutung von RPA, also von wirklich stupiden Prozessen, die abgearbeitet werden, wofür du dann diese Software brauchst, weniger werden, weil du natürlich, ne, und ja, AI ist im Moment der Heilsbringer für alles. Im Moment ist es aber noch nicht ganz so, sondern du brauchst halt für viele Sachen, gerade auch für Legacy-Systeme, brauchst du halt noch RPA. Und ich glaube natürlich, und das machen wir heute schon so, dass wir AI-Komponenten integrieren. Ich hatte da letztens bei uns einen Vortrag gehalten, wie hatte ich ihn genannt? Der Butler und AI. Und RPA ist halt der Butler, der halt sagt, okay, wir gehen los, da sind die Daten, ich nehme mir die Daten, ich bereite sie vor, gebe sie einer AI, sage, kannst du mir die interpretieren? Ich kriege die Werte zurück und kann dann wieder in die Systeme gehen und die Sachen machen. Ist natürlich in der Zukunft, wird das hoffentlich alles viel systemintegrierter sein, dass die Systeme miteinander reden, dass du Schnittstellen hast. Jetzt kommt ja immer mehr das Wort Agents, ne, dass du Agenten hast, die quasi nur sagst, hier, buch mal meine Arbeitszeiten oder kannst du mal das buchen und dann weißt du, hat er genau die Schnittstellen in die Systeme und kann die Sachen machen, wenn die Systeme das sich nicht sogar selber können. Das wird kommen, deswegen muss man ehrlich sein, dass RPA sicherlich an Bedeutung verlieren wird. Aber, und das ist ganz lustig, als wir vor 7 Jahren angefangen haben, wurde damals schon gesagt, RPA ist eine Zwischentechnologie und warum macht ihr das denn überhaupt? Irgendwie keine Ahnung. Viele der Prozesse laufen heute noch und ich glaube, dass mindestens 2 Jahre noch es für bestimmte Legacy-Systeme einfach keine andere Möglichkeit geben wird, außer mit Oberflächenautomatisierung, also mit RPA dort eine Automatisierung zu schaffen. Meine persönliche Meinung aber wie gesagt, ehrlich, man muss halt auch gucken, wie sich das jetzt alles entwickelt. Wir integrieren halt schon auch Machine Learning, ob es nun OGGPT oder andere Modelle sind, die dann für den Roboter sagen, hier ist das Bild von vorne, ist das die Kleidung auf dem Bild von vorne und von hinten abgebildet oder also da gibt's natürlich endlos, die Möglichkeiten werden noch größer, um Sachen zu automatisieren. Und der ganze AI-Push hat nochmal so ein bisschen auch für RPA den Push gegeben, dass wesentlich mehr Prozesse gerade automatisiert werden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann danke für die sehr ehrliche Einschätzung. Und dann würde ich mal sagen, sprechen wir in einem Jahr und dann vielleicht in 2 Jahren nochmal. Und Sehr gerne. bis das Thema dann entwickelt hat bis dahin. Extrem spannend. Was ich auch interessant finde, ich habe natürlich im Vorfeld auch, also wir kennen uns, haben ja auch schon öfter miteinander gearbeitet, aber habe auf LinkedIn letztens einen Post von dir gesehen, dass du jetzt auch einen RPA Automation Podcast hast. Erzähl doch mal gerne, wie ist es dazu gekommen? Und Ja, es war natürlich mit dem Augenzwinkern so ein bisschen gemeint. Mein ganzes RPA-Team, also der deutsche Teil, wir haben ja auch mittlerweile in unseren Schwestern in Spanien 3 Entwickler, sind wir natürlich regelmäßig auf dem Campus hier und tauschen uns aus. Und das war so eine Mischung aus, ja, ein Campustag ist echt wichtig und den sollte man auch haben. Und dadurch kann man halt direkt über Themen reden. Ne? Also klar, wenn du remote bist, wir haben auch eine virtuelle Fläche, wo wir uns natürlich austauschen können, aber da bist du natürlich viel flexibler zu sagen, so, ey, warte mal, da war doch, wie war denn das so und du kannst dich austauschen. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter und auch mal einfach über andere Sachen reden, ne? Was die Trends sind und was so geht. ja, spannend.
dann das ist ja so ein Thema, wo man ja gerne mal Mäuschen spielen würde, wahrscheinlich auch aus einer anderen Abteilung, was da so für Diskussionen gemacht werden. Die Frage ist, ob man da auch viel von verstehen würde, weil jetzt, wenn es wirklich tief ins Fachliche geht, dann Ja, also das ist ja eigentlich immer das Schöne, dass wir Prozesse kriegen, wo wir eigentlich keine Ahnung von haben. Also, seitdem ich RPA mache, habe ich einen viel tieferen Einblick in so ein gesamtes Unternehmen gekriegt, ne? Vorher war ich halt IT, keine Ahnung, SAP, Projekte geleitet, und heute weiß ich so, wie ist die Artikelbeschaffung, was macht das Marketing, was macht die Finance-Abteilung, wie arbeiten die? Weil du halt durch die Prozesse Einblicke kriegst und sagst: „Okay, aber ich bin jetzt kein also, ne, oder meine Entwickler, die kennen halt nicht jedes Tool in der Unternehmung und, dadurch, kriegst du halt einen ganz anderen Blick drauf. Das Gute ist aber, dass wir natürlich sagen: „Was macht ihr da überhaupt?“ Ja. Ne? Also, das ist so diese Idee zu sagen, wir stülpen nicht einfach irgendwas drüber, sondern wir sagen halt: „Brauchst du das überhaupt noch? Kannst du das nicht irgendwie standardisieren und im besten Fall danach oder davor schon optimieren, damit du dann erst sagen kannst, so, das ist das Ideale, was jetzt nicht was jetzt noch da ist und das kann man automatisieren. Mhm. Und dadurch, ja, ne, irgendwie treiben wir nicht nur und wenn's am Ende rauskommt, das heißt, ja, der Prozess wird nicht mehr gebraucht, dann sind wir auch glücklich, weil wir dann sagen, Ja, etwas aufgeräumt und, effizienter geworden. auf jeden Fall. Ähm, Was ich da raushöre, ist, es gibt ja unglaublich viele Schnittstellen, in denen du so unterwegs bist. Wie hilft dir denn deine Rolle als Engagement Manager, um dieses ganze Thema noch aktiver steuern zu können? Ja, das ist eine lustige Frage, weil ich glaube, es ist eigentlich andersrum Mhm. dazu gekommen, ne? Weil ich habe jetzt, also davor auch schon, IT-Produkte, in der Gruppe irgendwie aufgebaut und, betrieben, aber mit RPA war das noch mal so ein neues Level, dass ich, in der gesamten Otto-Gruppe quasi RPA, sowohl aus Marketing-Sicht als auch als Expertensicht zu sagen: „Hier, das ist etwas, das könnt ihr nutzen“ und mit den verschiedenen Gesellschaften halt auch deren Reise gestartet habe. Und dadurch habe ich sehr viel natürlich Kundennähe gehabt, und wenn du dann auch nicht nur in einem Bereich was machst, sondern Finance, Marketing, IT, HR, dann hast du natürlich du sprichst halt mit ganz vielen Leuten und sagst: „Was gibt es denn da? Wie macht ihr das? Was sind die Systeme?“ Und dadurch kann ich halt, wenn ne, als Engagement Manager jetzt, wenn jemand aus einer Gesellschaft halt eine Frage hat, so sagt: „Ey, ich suche was, eine Lösung“, kann er immer gerne auf mich zukommen und ich suche ihm dann die richtige Person oder die richtige Lösung. Und da hat RPA mich, glaube ich so alles, was ich vorher gemacht habe, führte dazu hin, dass das jetzt so nicht nur für RPA, sondern halt für alle Mhm. Services und Produkte, die wir in der OneO haben, ja, funktionieren kann und funktioniert. Hm, sehr spannend. Jetzt habe ich noch 2 letzte Fragen und die erste ist 'n bisschen externe Sicht vielleicht auch. Stellen wir jetzt mal vor, es läuft hier ein, CEO von einem anderen Unternehmen rein, der sagt: „Ja, RPA, das hat mir mein, Ko 'n Kollege hat mir das schon mal erzählt, aber da halte ich nichts von, verstehe ich nicht so richtig.“ Wie würdest du denn versuchen, den oder die in kurzer Zeit vielleicht zu überzeugen, dass sie es doch mal mit, RPA versuchen sollten? Also, ich glaube, ich würde einfach irgendwie, dahinter noch AI schreiben. Nein. Scherz beiseite, ja, also, ne, RPA ist halt immer noch, 'ne Lösung, wo du sehr schnell Hilfe schaffen kannst, weil du nicht entwickeln musst, in Systemen. Du bist nicht an Release Zyklen, ähm, gebunden, sondern du brauchst 'n User und kannst loslegen. Mhm. So, Schnelligkeit. Und wenn du dann dazu dann noch die Vorteile sagst, ja, du hast, Entlastung, Einsparung, wenn es gut läuft. Die Mitarbeitenden können mehr machen, also oder beziehungsweise du kannst mehr machen mit der gleichen Anzahl von Mitarbeitenden. Mhm. Ähm, da kriegst du eigentlich fast jeden sofort: „Oh wow, ja, das ist super interessant, lass uns das mal ausprobieren.“ Ja, ja. Also mich hast du auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir nutzen auch schon AI, deswegen war es kein Scherz, aber Ja. es ist, was habe ich auch vorhin auch schon erzählt, ne? Durch den AI-Push kommen viele jetzt, die ihre Prozesse angucken und sagen: „Oh, wir sollen was wir sollten was mit AI machen.“ Und jetzt kommen die Prozesse und sagen: „Ja, das ist nicht 100% AI, aber RPA ist ja nah dran“ und dann, Mhm. 'n Prozess halt. Und das funktioniert dann, wenn man dann AI brandet, dass die Leute sagen: „Ja super, ich mache ja was damit.“ Ja, ja.
War der guter Trick auf jeden Fall, das Thema auch gut platzieren zu können. Also super, jetzt hatte ich noch eine Frage zum Abschluss und die stellen wir eigentlich in jedem von unseren Interviews. Wenn du deinen Kolleginnen von 1O eine Sache mitgeben könntest zum Thema APA oder ein anderes Thema, was wäre das? Ja, schaut auf eure Prozesse, schaut auf das, was ihr macht, ob es noch nötig ist, versucht zu standardisieren, zu optimieren, um halt besser zu werden, ne? Und, scheut euch auch nicht, gerade unwichtigere Aufgaben zu gucken, weil meistens ist da ein sehr großes Potenzial zu sagen: „Das kann ich und das brauche ich gar da muss ich meine Zeit nicht verwenden, und kann mich dann halt auf kreative Sachen, auf wichtige Sachen, die ich entwickeln kann, fokussieren und halt einen wesentlich höheren Mehrwert schaffen, als zu sagen: „Ich schiebe Daten von Excel von A nach B“, ne, irgendwie. Das ist wichtig. Seid mutig, und automatisiert. Sehr gut. Ja, das ist doch ein besseres Schlusswort hätte ich mir nicht ausdenken können. Deswegen, Patrick, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank sehr. Freut. Mich auch. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie immer, ihr könnt gerne unter die Videos Kommentare schreiben, reagieren. Falls ihr Themen habt, falls ihr Fragen habt, auch an Patrick, dann könnt ihr jederzeit auch auf ihn zugehen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Tschüss.